Hallo und willkommen zu Slow German Stories. Ich bin Jelal und du hörst gerade Folge Nummer 13. Wenn du neu hier bist, herzlich willkommen. Und wenn du schon mehrere Folgen gehört hast, schön, dass du wieder da bist. In diesem Podcast spreche ich langsam und natürlich Deutsch. Nicht perfekt, nicht wie im Unterricht, sondern so, wie Menschen wirklich sprechen. Nur etwas langsamer und etwas klarer, damit du Deutsch Schritt für Schritt besser verstehen kannst. Und keine Sorge, du musst nicht jedes Wort verstehen, wirklich nicht. Viele Menschen denken, dass sie sofort alles verstehen müssen, aber Sprache lernen funktioniert meistens anders. Eine Sprache lernt man langsam, Wort für Wort, Satz für Satz, und manchmal merkt man gar nicht, dass man besser wird, aber plötzlich nach einigen Wochen oder nach einigen Monaten verstehst du viel mehr als vorher, und das ist ein wirklich schönes Gefühl. Deshalb versuch nicht, jedes einzelne Wort zu übersetzen. Das machen viele Menschen am Anfang, aber oft bringt es nur Stress. Versuch lieber, die Sprache einfach zu hören, wie Musik, wie eine ruhige Geschichte, wie eine Stimme, die dich begleitet, und mit der Zeit wird dein Gehirn immer mehr verstehen. Vielleicht hörst du diesen Podcast gerade zu Hause oder im Auto oder im Bus, in der Bahn oder beim Spazierengehen oder vielleicht einfach abends, um ein bisschen zu entspannen, und genau dafür ist dieser Podcast da. Langsames Deutsch, ruhiges Deutsch und natürliches Deutsch. Du kannst jede Folge mehrmals hören. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht nur einen Teil. Beim zweiten Mal erkennst du schon mehr Wörter und irgendwann merkst du plötzlich, Moment, ich verstehe das. Und genau so lernt man eine Sprache. Nicht durch Druck, nicht durch Stress, sondern durch Ruhe, Wiederholung und echtes Zuhören. Und genau dabei möchte ich dir helfen. Mit ruhigen Geschichten, mit Alltag, mit Erinnerung, mit Gedanken über Deutschland, mit Gedanken über die Türkei, über Reisen, über das Wetter, über Menschen, über Jahreszeiten und viele kleine Dinge aus dem normalen Leben. Denn genau dadurch lernt man eine Sprache am natürlichsten. Nicht nur durch Regeln, sondern durch echte Situationen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du mir gerne folgen. Und wenn du jemanden kennst, der auch Deutsch lernt, kannst du den Podcast gerne teilen. Das würde meinem Kanal helfen, noch viele weitere Folgen zu machen. Und jetzt mach es dir ein bisschen gemütlich, vielleicht mit einem Kaffee oder mit Tee oder einfach mit ein paar ruhigen Minuten für dich selbst. Heute möchte ich über Jahreszeiten sprechen, und zwar über Frühling, über Sommer, über Regen, über Wind, über Sonne und darüber, wie unterschiedlich sich Wetter in verschiedenen Ländern anfühlen kann. Denn in letzter Zeit denke ich oft über dieses Thema nach. Vielleicht, weil sich Wetter heute irgendwie anders anfühlt als früher, oder vielleicht, weil man älter wird und bestimmte Dinge anders wahrnimmt, das weiß ich nicht. Denn als Kind fühlten sich Jahreszeiten für mich irgendwie klarer an. Man wusste einfach, jetzt beginnt der Frühling, die Luft wurde wärmer, Menschen gingen wieder raus, die Tage wurden länger und plötzlich hatte man das Gefühl, dass alles wieder lebendig wird. Der Sommer war damals wirklich Sommer, der Winter war Winter und Frühling fühlte sich an wie ein langsamer Neustart, als würde nach einem langen grauen Winter alles langsam wieder anfangen.
Heute verschwimmt das alles ein bisschen. Bedeutet hier, dass man Unterschiede nicht mehr so stark merkt. Manchmal fühlt sich ein Frühlingstag wie Herbst an oder ein Sommertag plötzlich wie April. Besonders hier im Norden Deutschlands. Ich lebe ja in Bremen und das Wetter hier ist manchmal wirklich verrückt. Morgens Regen, dann Sonne, dann Winter, dann wieder Regen und manchmal schaut man morgens aus dem Fenster und denkt, okay, 2 Stunden später scheint plötzlich die Sonne und am Abend ist es wieder kalt. Manchmal erlebt man hier wirklich 4 Jahreszeiten an einem einzigen Tag und obwohl ich das Wetter in Norddeutschland eigentlich mag. In den letzten Jahren habe ich oft das Gefühl, dass der Sommer später kommt. Man wartet lange auf gutes Wetter und manchmal denkt man, jetzt müsste es doch eigentlich warm sein, aber draußen ist es immer noch grau, windig oder kalt. Früher hatte ich oft das Gefühl, dass Sommer länger waren. Zumindest fühlt es sich in meiner Erinnerung so an. Früher hatten die Freibäder oft schon früh geöffnet. Freibäder, also Schwimmbäder draußen unter freiem Himmel. Menschen lagen draußen auf der Wiese, Kinder sprangen ins Wasser und überall hörte man Musik, Lachen und Stimmen. Gefühlt hatte man damals wirklich mehrere Monate Sommer. Heute wartet man oft wochenlang auf gutes Wetter. Man schaut ständig auf die Wetter-App. Morgen Regen, übermorgen Wind, dann vielleicht Sonne, dann vielleicht Regen. Viele Menschen hier sind ständig damit beschäftigt, auf gutes Wetter zu warten. Und weil das Wetter in Norddeutschland so unberechenbar ist, also weil man nie genau weiß, wie es wird, kann man oft gar nicht richtig planen. Zum Beispiel eine Grillparty oder einen Grillabend mit Freunden oder einen Ausflug. Man plant alles und plötzlich Regen. Dann verschiebt man wieder alles. Also man macht es später an einem anderen Tag. Und genau deshalb schauen hier viele Menschen ständig aufs Wetter. Man wartet immer auf die perfekte Woche. Auf Sonne, auf Wärme, auf ein richtiges Sommergefühl. Und irgendwann merkt man plötzlich, der Sommer ist schon fast vorbei. Das passiert mir seit einigen Jahren immer öfter. Man wartet auf Sommer, dann ist Juni vorbei, dann Juli, dann regnet es wieder und plötzlich ist schon September. Und oft habe ich sogar das Gefühl, dass der Sommer in Deutschland erst sehr spät kommt. Manchmal wird es erst im September richtig warm und September ist eigentlich schon fast Herbst. Natürlich kann der September auch wunderschön sein. Die Sonne ist oft angenehmer, nicht zu heiß, die Luft wirkt ruhiger und manchmal sind genau diese Tage die schönsten Tage des Jahres. Aber trotzdem denkt man sich irgendwann, wo war eigentlich der Sommer? Und genau dieses Gefühl kann manchmal ein bisschen traurig machen. Nicht extrem traurig, aber man merkt, irgendwas fehlt. Denn Wetter verändert wirklich die Stimmung von Menschen. Das habe ich in Deutschland sehr stark gemerkt. Sobald die Sonne rauskommt, verändert sich sofort die ganze Atmosphäre. Plötzlich sind überall Menschen draußen. Die Cafés sind voll. Die Eiscafés auch. Menschen fahren Fahrrad. Kinder spielen draußen. Man hört irgendwo ein Rasenmäher. Jemand arbeitet im Garten und plötzlich wirkt alles viel lebendiger. Die Menschen grüßen mehr. Sie lachen öfter. Die Stimmung verändert sich sofort und genau das finde ich immer wieder interessant, wie stark Sonne Menschen beeinflussen kann. Ich selbst merke das auch. Ich fahre sehr gern Fahrrad, besonders im Frühling oder im Sommer und wenn das Wetter schön ist. Und
ich frei habe, dann nehme ich fast immer mein Fahrrad und mache einen kleinen Ausflug, oft sogar alleine. Ich mag das wirklich sehr. Einfach fahren, ohne Stress, ohne große Planung, vielleicht an der Weser entlang, vielleicht durch einen Park oder einfach irgendwo hin, wo es ruhig ist. Und irgendwann merkt man, wie der Kopf langsam ruhiger wird. Man hört den Wind, man sieht die Menschen draußen. Oft sieht man irgendwo Menschen auf der Wiese grillen oder man hört Vögel und genau solche kleinen Momente mag ich sehr. Denn oft sind es nicht die großen Dinge, die einen glücklich machen, sondern genau solche kleinen ruhigen Momente. In der Türkei dagegen fühlt sich das Wetter oft ganz anders an. Natürlich ist Türkei ein großes Land und nicht jede Region hat dasselbe Klima, aber in vielen Regionen hat man früher warmes Wetter, also Wetter, bei denen man keine Jacke mehr braucht und ganz sicher keine Heizung. Das Leben draußen wirkt dort oft viel lebendiger, besonders abends. Menschen sitzen draußen, Kinder spielen, man hört Gespräche, irgendwo läuft Musik und selbst spät am Abend sind oft noch viele Menschen unterwegs. Das fühlt sich ganz anders an als in Deutschland. Auch Regen ist dort anders. Natürlich regnet es in der Türkei auch, manchmal sogar sehr stark, aber oft regnet es kurz. Die Wolken verschwinden wieder und danach scheint die Sonne. In Deutschland dagegen hat man manchmal tagelang Regen oder sogar wochenlang graues Wetter. Und irgendwann merkt man, wie sehr das die Stimmung verändert. Ich habe auch gemerkt, dass Menschen in Ländern mit viel Sonne oft anders leben. Zum Beispiel in Spanien. Dort spielt sich das Leben viel stärker draußen ab. Menschen sitzen lange draußen, besonders abends. Die Straßen sind voller, die Cafés sind voller und die Atmosphäre wirkt oft leichter. Vielleicht liegt das wirklich am Wetter oder vielleicht auch an der Kultur. Wahrscheinlich an beiden. Und dann gibt es natürlich noch Länder nahe am Äquator. Dort gibt es teilweise gar keine klassischen Jahreszeiten wie in Deutschland. Nicht Winter, Frühling, Sommer und Herbst, sondern eher Regenzeit und Trockenzeit. Das finde ich immer interessant, denn für viele Menschen sind 4 Jahreszeiten etwas ganz Normales. Aber eigentlich erleben nicht alle Menschen auf der Welt Jahreszeiten gleich. Und vielleicht merkt man genau daran, wie unterschiedlich Leben sein kann, je nachdem, wo man lebt. Und trotzdem hat jede Jahreszeit irgendwie eine eigene Atmosphäre, auch in Deutschland. Selbst der graue Herbst oder ein regnerischer Tag. Denn manchmal sitzt man zu Hause, trinkt Kaffee, zumindest ich, wahrscheinlich weil ich in Deutschland aufgewachsen bin. In der Türkei dagegen trinken besonders ältere Menschen oft über Tee, wobei sich das mittlerweile auch stark verändert. Dort öffnet inzwischen eine Kaffeekette nach der anderen, aber trotzdem, Tee gehört dort irgendwie immer noch zum Alltag dazu. Und manchmal sitzt man einfach da, trinkt Kaffee, hört Musik und schaut aus dem Fenster und irgendwie fühlt sich selbst Regen dann gemütlich an. Vielleicht ist genau das Interessante an Jahreszeiten. Sie verändern nicht nur das Wetter, sondern oft auch unsere Stimmung, unsere Erinnerung und unseren Alltag. Und genau solche ruhigen Gedanken mag ich besonders. Okay, das war die heutige Folge von Slow German Stories. Ich hoffe, du konntest ein bisschen entspannen, ein bisschen Deutsch hören und vielleicht auch ein paar neue Wörter mitnehmen. Wenn du möchtest, kannst du dir auch das Transkript zur Folge anschauen. Dort kannst du noch alles nochmal in Ruhe lesen und für viele Folgen gibt es zusätzlich kleine Fragen und Übungen, also kleine Aufgaben, mit denen du testen kannst, wie viel du verstanden hast.
Manchmal merkt man nämlich erst durch solche Fragen, wie viel Deutsch man eigentlich schon versteht. Und genau das kann sehr motivierend sein. Wenn dir der Podcast gefällt, kannst du mir gerne folgen. Und wenn du jemanden kennst, der auch Deutsch lernt, kannst du den Podcast gerne teilen. Das würde meinem Kanal helfen, noch viele weitere Folgen, Geschichten und Übungen zu machen. Und genau solche Dinge mache ich hier sichtbar. Folg mir und pass gut auf dich auf.